wir fahren schneller. Wir brennen heller. Unsere Augen leuchten greller. Unsere Augen groß wie Teller. Deutschland, spiegelglatt. Deutschland, spiegelglatt. Loch Ben wurde 2008 in München als zweiter Sohn eines Biotechnikerpaares geboren. Er wuchs zunächst im Münchner Vorort Martinsried auf, wo seine Eltern am Max-Planck-Institut beschäftigt waren. Ben war 1 Jahr alt, als sein Vater an Krebs starb. Seine Mutter war mit Ben bereits in dem Wissen schwanger geworden, dass ihr Mann unheilbar krank war. 2012 zog die Familie in die Kleinstadt Merseburg südlich von Halle. Die Mutter hatte am neu gegründeten Fraunhofer Zentrum für chemisch-biotechnologische Prozesse im benachbarten Leuna Anstellung gefunden. Bens Mutter lebte für ihre Arbeit und ihre beiden Söhne. Der Ältere nahm ein wenig die Rolle des Ersatzmannes ein, gegen die er aber immer wieder rebellierte. Unweigerlich wurde Ben durch ihn noch ein wenig früher als seine Mitschüler darin eingeweiht, was männlichen Teenagern aktuell an kommerziellen Angeboten zur Verfügung stand, um sich ohne Ende zu zerstreuen. Die neuesten YouTuber, die neuesten Computerspiele, die neuesten Memes, die neueste Musik. Der Bruder hatte auch andere Interessen. Er spielte Fußball im Verein und hatte ab 11 eine feste Freundin. Ben hatte an beidem kein Interesse. Er weigerte sich, Aufgaben im Haushalt zu übernehmen und reagierte erst, wenn sein Bruder ihm Prügel drohte. Er schimpfte seinem Bruder einen beschissenen Sklaventreiber und warf seiner Mutter vor, sei nicht feige, schlag selber. Wenn sie erst spät von der Arbeit kam, nannte Ben sie selber Sklavin und fragte, kannst du nicht mal ficken? Hätte Ben erfahren, dass seine Mutter sich tatsächlich mit 9 Männern traf, hätte er ihr Verrat an seinem Vater vorgeworfen. Auch wenn auf dem Nachttischchen neben ihrem Bett ein Bild seines Vaters stand und sie oft von ihm erzählte, war sie im Grunde wie die modernen Mütter, die ihre Kinder für sich allein bekamen. Leuna grenzte an das Gebiet, das Deutsch Südost für sich beanspruchte. Ben ergriff die Gelegenheit, sich als erster minderjähriger YouTuber aus Deutsch Südost einen Namen zu machen. Sein Vlog nannte er Wieso, Weshalb, Warum. Manchmal erzählte er dort einfach nur Quatsch, gerade so wie es ihm in den Sinn kam, etwas von Straßen aus Gold, die in der Hitze weich wurden. Dann bliebe man schon mal mit einem Fuß stecken und müsse mit einer Fräse befreit werden. Oder dass auf jeden, der ein Stück Straße zu entwenden suche, sofort geschossen werde. Ja, es gäbe diese goldenen Straßen vor allem, damit man Männer, die zu Diebstählen neigten, sofort aussieben könne. Da Männer weit mehr Verbrechen als Frauen begingen, müsse man in einer Männerbastion schon zu besonderen Mitteln greifen, um sich sicher zu fühlen. Da es in Deutsch Südost nur sehr wenige Kinder gebe, werde jedes über alle Maßen verwöhnt. Oft würden sie sich tagelang nur von Eiscreme ernähren. In den Sport- und Spielzeugläden sei für unter 14-Jährige alles umsonst. Wenn das Kinderzimmer überquelle, werfe man alles, was man nicht mehr wolle, einfach auf die Straße. Dort werde es eingesammelt und dann an Kinder in Afrika geschickt. Da es so wenige Kinder gebe, seien auch alle Erwachsenen verpflichtet, sich etwas kindisch zu geben. An seinem Geburtstag sei jeder Dessauer verpflichtet, eine riesige Schleife im Haar oder auf seiner Glatze zu tragen. Im Winter fliege man Eskimos ein, um eine originalgetreue Titanic aus Eis zu schnitzen. Zur Sonnenwende trage man voll verspiegelte Kleider und lege sich zu 100.000 dicht gedrängt auf eine riesige Weide, um den nordischen Sonnengott Sol zu grüßen. Am jährlichen Strohtag würden sich alle Kleider aus Stroh basteln. Nachts bette man sich auf Stroh, entweder bei Bauern im Schober oder in eigens aus Strohballen errichteten Hütten. Am Morgen werde man von den Kühen geweckt, die sich über das Stroh hermachten und einem für eine extra Portion Salz die Backen abschleckten. Ben illustrierte seine Fantasien über Deutsch Südost mit passenden Clips aus dem Netz und selbst angefertigten Computercollagen. Viele seiner Ideen kamen so gut an, dass Dessauer sich daran machten, sie tatsächlich umzusetzen.
Das Crowdfunding für die Eskimo Titanic blieb zwar bei wenigen 1.000 Euro hängen, aber Strohpartys wurden wohl auch wegen ihres wahrhaftigen Spiels mit dem Feuer zu einem veritablen Hit. Neben seinen daheim produzierten Beiträgen sendete Ben auch vor Ort aus Deutsch Südost. An den Wochenenden ließ er sich von seiner Mutter durch die Bastion kutschieren und führte kurzlaunische Interviews mit Yadams, Jevers, nackten Keinbürgern, Walderinnen. Seine Mutter machte gerne mit. Früher hatte sie, um ihn überhaupt mal vom Bildschirm wegzubekommen, alle Gadgets einschließen oder ihn aussperren müssen. Jetzt fuhren sie gemeinsam auf einsamen Straßen durch eine malerisch geschwungene Landschaft. Nur eine Attraktion Deutsch Südosts blieb Ben verwehrt. Der Besuch der Nazi-Zoos war erst ab 18 gestattet. Auch seine Mutter wollte nicht für ihn gehen oder ihm das Merchandising kaufen. Ben fand genügend Abbildungen im Netz und zeichnete und bastelte es sich einfach selber. Als er seine Handarbeiten in Wieso, Weshalb, Warum zeigte, gab es Ärger. Auch wenn die Zoonazis auf Runen und NS-Logos kein Copyright geltend machen konnten, warfen sie Ben doch Appropriation vor. Die Staatsanwaltschaft ermittelte gegen Ben und seine Mutter, da nur Volljährige im Besitz von Nazi-Merchandising sein durften. Und YouTube warf ihn raus, da Ben in den Episoden mit dem Nazi-Merchandising, wie auch sonst in seinem Vlog, eine eindeutige Haltung zu seinem Gegenstand vermieden hatte. Er ging es phänomenologisch an. Worüber lachten, worüber weinten die eigenartigen Wesen, die dies fabriziert hatten? Was liebten sie, was hassten sie? Hakenkreuze gut, Hakennase schlecht? Schwarze Sonne gut, schwarze Haut schlecht? Ben wich auf die bei der Alt-Right beliebte Videoplattform BitChute aus. Das gefiel seiner Mutter und seinem Bruder gar nicht und die beiden starteten einen Vlog, in dem sie gemeinsam mit prominenten nicht rechten Fürsprechern das Vorgehen YouTubes und der Staatsanwaltschaft kritisierten. Ben habe den Nationalsozialismus nicht verherrlicht. Man müsse auf Google, zu dem YouTube ja gehöre, nur Haken eingeben und erhalte als Suchvorschlag Hakenkreuz und sogleich auch Hakenkreuz-Tattoo. Wenn man dann auf die Suchergebnisse klicke, werde es, ohne dass man gewarnt werde, schnell sehr, sehr düster. Kinder seien heute allen erdenklichen Informationen von klein auf ausgesetzt und sie müssten die Möglichkeit haben, diese flutfrei und kreativ zu verarbeiten. Die lupenreine Aufklärung obliege den Erwachsenen, nicht den Kindern. Ihre Kampagne hatte Erfolg. Das Verfahren gegen Ben wurde eingestellt. YouTube entschuldigte sich und Wieso, Weshalb, Warum konnte dort wieder erscheinen. Als nächstes verfiel Ben auf die Idee, Musik ebenso mit Warnhinweisen zu durchsetzen. Und das auch dann, wenn deren Texte überhaupt nicht rechtsextrem waren. Ben stellte einen solchen Mix aktueller Hits unter dem Titel Nationalsozialismus schädigt die Welt auf Soundcloud. Sofort regnete es Abmahnungen und wütende Kommentare. Wer wahllos mit der Nazikeule austeile, verharmlose die echten Nazis. Die dann tatsächlich begannen, ihre Musik ebenfalls mit gesprochenen Warnhinweisen zu durchsetzen. So kamen sie einer Indizierung zuvor und hatten noch genügend Gelegenheit, sich im Lied selbst und im zugehörigen Video gestisch über die Warnhinweise lustig zu machen. Diesmal zeigte sich Bens Mutter bestürzt. Erstens, weil wenn Ben den Mix nicht umgehend lösche, man ihn und sie als Mutter in Grund und Boden klagen könne. Ins Gefängnis müsse man für so etwas nicht, aber bettelarm zu werden sei auch nicht ohne. Da sei nicht nur die Playstation, sondern auch das gute Essen, die große Altbauwohnung und die neuen Sneakers weg. Zweitens, weil man als Troll letztlich immer den Nazis zuarbeite. Das wahllose Losätzen gegen alles und jeden sei immer schon darauf angelegt, im Rechtsradikalismus zu enden. Der Nazi bezahle sein Glück mit dem Unglück vieler anderer und sei darauf auch noch stolz. Weil alle Nazis Sadisten seien, fragte Ben. Wenn, sagte die Mutter, dann insgeheim. Denn sie hassten ihre Opfer, während ein Sadist die quäle, die er liebe. Ben dachte an seine Intrigen in der Schule und an die Lieder in seinem Nazi-Mix. Er taugte wohl eher zum Sadisten als zum Nazi. Auch seine Faszination für die Nazis rührte daher, dass er etwas an ihnen liebte und nicht daher, dass er selbst einer sein wollte. Es war, wie wenn er als kleines Kind Dinosaurier geliebt hatte, genauso weit weg und faszinierend.
Man musste schon absolut hirnrissig sein, Menschen töten zu wollen, die man gar nicht kannte. Und das auch noch aufgrund von etwas so Beliebigem wie ihrer Hautfarbe, ihrer Gesichtsform oder ihrer sexuellen Vorlieben. Gut, moderne Nazis waren manchmal sogar offen schwul und behaupteten, dass es ihnen auf körperliche Äußerlichkeiten gar nicht ankomme. Aber Ben fragte sich, wie sie dann Nazis sein konnten und ob sie nicht, genau wie er, eigentlich nur Nazi-Liebhaber waren. Und wie sollte man gerade als Mann Nazis denn auch nahe kommen, außer indem man sich selbst als einer ausgab? Am Ende könnte es sehr gut sein, dass man in seinem Trupp von lauter Nazi-Liebhabern und nicht einem einzigen echten Nazi umgeben war. Es gab auch Nazi-Liebhaber wie die Band Rammstein, die deutlich zu erkennen gaben, dass sie nur Liebhaber waren. Aber auch da kam es häufig zu Missverständnissen. Die einen unterstellten ihnen, echte Nazis zu sein, die pro forma hier und da eine nazi-kritische Strophe einstreuten. Die anderen unterstellten ihnen, dass ihre Nazi-Anspielungen dem Spektakel und der Provokation dienten. Dabei konnte es durchaus sein, dass alles drei stimmte. So wie im Hip-Hop auch. Echte Gangster stellen Gangster dar. Was sich aber in ihren Liedern ausdrückte, war Gangsterliebhaberei. Ben verfiel auf die Idee, besonders verstiegene Hitler-Zitate einzusprechen und mit Warnhinweisen zu durchsetzen, die nicht, wie in seinem Nazi-Mix oder in der neuen Nazi-Musik, ironisch in Anführungsstriche gesetzt waren. Er sprach Warnhinweise und Zitate auf, genau die gleiche Art ein, zuvorkommend und ein klein wenig verträumt, ähnlich wie Alexander Kluge, der Erzählonkel aus dem Fernsehspätprogramm. Hitlersätze wie: Die Amerikaner haben uns verboten, Flugzeuge zu bauen. Ich sage, wir werden so viele Flugzeuge bauen, dass der Himmel schwarz ist und die Vögel zu Fuß gehen müssen. Als Schizo-Nazi-Mix stellte Ben die Aufnahme auf Soundcloud. Wie beabsichtigt, griff die öffentliche Empörung diesmal nicht so richtig. Was sollte man ihm auch vorwerfen? Die Hitler-Zitate waren rechtefrei und verbürgt, er karikierte nichts und dass ein Kind mit sanfter Stimme sprach, konnte man ihm schlecht vorwerfen. Nur der Titel irritierte. Bedeutete Schizo-Nazi, dass hier jemand mit zwei identisch klingenden Stimmen sprach? Hitler schlimm fand und zugleich liebte? Aber das blieb doch etwas abstrakt. Und so sollte es auch sein. Bens Mix war wie eine Bauskizze und gemeinhin würde man sie erst verstehen, wenn ein paar Leute sie künstlerisch umsetzten. So kam es dann auch. Nachdem etablierte Nazi-Musiker sich von ihm bereits hatten inspirieren lassen, Warnhinweise spielerisch in ihre Lieder zu integrieren, war nun eine neue Generation von Schizo-Nazis im Entstehen begriffen. Sie waren weder Ja noch Ja, aber sie waren Ja und. Weder setzte der Nazi die Warnhinweise in Anführungsstriche noch die Warnhinweise den Nazi. Es gab Anführungsstriche und gleichzeitig gab es keine. Die amerikanische Alt-Right und die europäische Neue Rechte sprachen eigentlich schon die ganze Zeit mit zwei Zungen. Unter sich klangen sie wie gewöhnliche Nazis und nach außen regten sie sich auf, wenn man sie auch nur Rassist nannte. Aber unterm Strich blieb man ein Nazi, der sich bedeckt hielt, oder ein Nazi-Liebhaber, der unter seinesgleichen auf dicke Hose machte. Der Schizo-Nazi hingegen hatte alle Glaubwürdigkeitsfallen überwunden. Er agierte jenseits von wahr oder falsch. Und während die Schizo-Nazis zu einem richtig großen Ding wurden und mit ihren Hits und Konzerten Millionen verdienten, überlegte sich Ben bereits, wie er die zwei Ebenen, Nazis lieben und dezidiert keiner sein, noch enger, noch unentwirrbarer zusammenführen könnte. Er schaute sich durch alle Nazi-Komödien, von Sein oder Nichtsein bis hin zu Inglourious Basterds, experimentierte mit Tonüberlagerungen und Bild-Tonscheren. Eines Abends, seine Mutter war auf einer Konferenz, schaute Ben mit seinem Bruder den Film Starship Troopers von Paul Verhoeven, in dem eine irdische Militärgesellschaft einen erbitterten Krieg gegen riesige extraterrestrische Insekten führte. Der Film war für seine Zeit, 1997, recht ordentlich animiert und hatte einen guten Humor. Ben fragte sich, was, wenn nicht die Menschen, sondern diese riesigen, superschnellen Insekten die Nazis wären? Dann wäre es möglich, den Größenwahn des Dritten Reichs noch in den Schatten zu stellen. Am selben Abend schrieb Ben sein erstes Lied. Wir fahren schneller, wir brennen heller, unsere Augen groß wie Teller.
gib 10.000 Kalorien, gib 100 Liter Benzin, wir machen Adrenalin. Von Schaludo bis nach Rudo, wir setzen euch matt, Deutschland, Deutschland, spiegelglatt. Von Maputo bis zum Pluto, wir walzen euch platt, Deutschland, Deutschland, spiegelglatt. Gut, und umgekehrt ging es auch, er könnte die Nazis nicht nur absurd vergrößern, sondern auch absurd verkleinern. Das würde den Kontrast zu dem, was sie anstrebten, ins Irreale vergrößern. Ben pferchte in Gedanken alle Nazis auf einem Baum und schon hatte er ein weiteres Lied geschrieben. Blaue Augen, Blätterhauben, blaue Augen, Blätterhauben. Volk ohne Raum haust auf dem Baum, Volk ohne Raum haust auf dem Baum. Wie die Affen uns angaffen, wie die Affen uns angaffen. Volk ohne Raum hat Sex im Baum, Volk ohne Raum hat Sex im Baum. Ben war es peinlich zu singen und er beherrschte kein Instrument. Vor der Frage, wie diese Lieder klingen sollten, stand für ihn die, wie sie zu bebildern waren. Rammstein gefiel ihm nicht, aber das Video zu ihrem Lied Deutschland hatte ihm Eindruck gemacht. Ein Fantasy-Ritt durch die deutsche Geschichte, der Rammsteins klobige Idiotie kongenial ins Bild setzte. Am Anfang und am Ende war lange der Name des Regisseurs eingeblendet, Spector. Er hatte auch schon andere Großvideos gedreht und eines der ersten Berliner Hip-Hop-Label mitgegründet. Agro, das die Rapper Bushido, Sido und Flair entdeckt hatte. Dort bei Spector wollte Ben beginnen. Er schrieb sein Büro an und da Spector wieso, weshalb, warum bereits kannte, saßen die beiden am nächsten Samstag auf dem Boden seines Studios in Berlin. Spector drehte sich einen großen Joint, zündete ihn an, nahm 3 tiefe Züge und ihr Brainstorming konnte beginnen. Zunächst ließ Spector Bens Vlog in Gedanken Revue passieren. Vieles, was er da imaginiert habe, könne man auch in den Videos zu seinen Songs verwenden. Die Sonnenwende in Silberkleidern als Kontaktaufnahme mit einer außerirdischen Herrenrasse, das Strohfest als eine in einem Weltbrand endenden Massenorgie, eine Titanic aus Eis, so groß wie das Original, in der Wikinger zentrale Motive aus Camerons Film nachspielten. Okay, meinte Spector, gut aufgewärmt, könnten Sie sich jetzt der allerwichtigsten Frage widmen, wer solle der Act zu diesen Liedern und Videos sein? Er habe da leider niemanden in petto. Und wenn Sie jemanden finden würden, dann kaum unter 20. Das deutsche Starsystem sei immer noch extrem lahmarschig. Deshalb sei es mehr als ein Versuch wert, auf Ben selbst zu setzen. Er sei ein gut aussehender Junge, schlank, blauäugig, mit vollem dunkelblonden Haar. Aber vor allem zeige er Willen und Intelligenz. Wenn er jetzt mit einer intensiven Gesangsausbildung beginne, könne man, unterstützt von moderatem Autotuning, schon in wenigen Monaten etwas sehr Passables und Eigenes hinbekommen. Ben erwiderte, ein Herrscher singt nicht. Nicht, bevor er tatsächlich herrscht. Beide begannen schallend zu lachen, Spector auch, weil er mittlerweile 3 große Joints geraucht hatte, was ihm bis dahin überhaupt nicht anzumerken gewesen war. Ben, weil es einfach so aus ihm herausgeplatzt war. Ich will Herrscher sein. Spector fragte, was willst du erreichen? Oder geht's dir an sich ums Herrschen? Ben antwortete, was entsteht, entsteht immer aus etwas anderem. Und wenn ich es nicht entstehen lasse, dann ein anderer. Unsterblichkeit. Ewiges Glück, allumfassende Weisheit. Wenn ich's nicht mache, dann ein anderer, so ähnlich oder ganz genauso. Mit dem Vernichten ist es etwas anderes. Was weg ist, ist weg. Nichts ist mächtiger als ein schwarzes Loch und die Welt ist sowieso viel zu voll. Stell dir einen Motor vor, der einen Treibstoff nicht verbrennt, sondern in pure Energie verwandelt. Der Müll explodiert nicht, sondern implodiert. Das meine ich mit Herrschen. Spector, du möchtest ein schwarzes Loch bauen? Ben, ja. Nur, dass das auf der Erde prinzipiell unmöglich zu sein scheint. Selbst wenn es in einem Teilchenbeschleuniger gelingen sollte, wäre es so klein, dass es Milliarden Jahre dauern würde, bevor es auch nur ein Milligramm Materie zerstört hätte. Wir können die Sache nur ins All schießen oder in die Erde hineinstampfen. Wir können ein riesiges Loch graben. Den Aushub schütten wir auf alles Feststehende, das uns nicht gefällt. Und in das Loch schütten wir alles Lose, das uns nicht gefällt. Spector, wo ein Loch ist, da kann auch wieder etwas herauskommen.
Ben, du meinst so wie Alice in Wonderland, Nazis mit Flugscheiben, Urwikinger, die auf magischen Vrilstäben reiten. Wenn die Leute das glauben, gut, dann sind sie motiviert mitzubuddeln. Spector, du möchtest das in Handarbeit machen? Ben, dann gibt es wenigstens etwas zu tun. Jeder Verbrecher muss buddeln. Zu viele Flüchtlinge mit zweifelhaften Motiven? Dann sollen sie erst mal buddeln. Politiker erfüllen ihre Versprechen nicht, sollen sie buddeln. Und alle 7 Jahre ist jeder einmal dran. Das ist wie ein inverser Turmbau zu Babel, der alle Sprachen und Völker im Schweiße vereint. Oder eine inverse, nach unten ragende Pyramide. Spector, und wie willst du das anfangen? Ben, ich habe mit dem Nazi-Merchandising genug verdient, um mir eine große Weide zu kaufen. Da fange ich an den Wochenenden ganz alleine an zu buddeln. Wieso, weshalb, warum? Berichtet über meine Fortschritte. Vielleicht produzieren wir auch ein paar Lieder und Videos, die dieses Loch so geheimnisvoll erscheinen lassen, dass immer mehr Menschen die Locher auf der Suche nach Nazischatz oder Hohlerde mitbuddeln wollen. Nirgends gab es mehr neue Bewegungen, die auf Vernichtung aus waren oder sie willig in Kauf nahmen, als in Deutsch-Südost. Bens Loch wäre das Fanal, all diese Bestrebungen zusammenzuführen und ihre Kernschmelze einzuleiten. Locher könnten sich gemeinsam mit Keinbürgern, Ändern, Bats, Nackten usw. in einer russischen Erblotterie auf einen Alleinerben reduzieren, der damit beauftragt wäre, sich mit ihrem gesamten Besitz in die Luft zu jagen. Die Überreste würden dann im Loch versenkt. Während der Heimfahrt suchte Ben auf den Immobilienportalen nach einer geeigneten Weidefläche. Das war gar nicht so einfach. In der Regel gab es Land nur zusammen mit einem Bauernhof und das war zu teuer. Aber dann fand er doch ein paar Hektar, die zwangsversteigert werden sollten. Das Eingangsgebot lag bei 10.000 €. Hochzufrieden über den Tag schrieb Ben noch ein Lied. Wir sind das eigene Haus, wir sind der eigene Schmaus, wir sind der eigene Graus, wir sind die eigene Laus, wir sind der eigene Trott, wir sind der eigene Gott, wir sind der eigene Schrott, wir sind unser Schafott. Leck den Stiel, steck den Stiel, kreck den Stiel, vril, vril, vril. Nimm den Stiel, trimm den Stiel, glimm den Stiel, vril, vril, vril. Wir haben eine Kraft, die sonst keiner hat. Wir haben eine Kraft, die euch alle schafft. Leck den Stiel, steck den Stiel, kreck den Stiel, vril, vril, vril. Nimm den Stiel, trimm den Stiel, glimm den Stiel, vril, vril, vril. Wir haben alle Sorgen vergessen, wir brauchen nicht mal mehr Essen.